Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU20 und ja, auf dem Server wollte ich mal reinschauen, wie es hier momentan so aussieht nach dem ersten Legendary Dungeon Wochenende, wie weit die Spieler hier gepusht haben und ja, was die Leute hier so erreicht haben, weil der Server ist natürlich sehr, sehr, sehr kompetitiv nach wie vor. Und ja, jetzt haben wir hier das erste Mal dann erleben dürfen, dass die Spieler hier in den Genuss eines legendären Dungeons kommen. Und man sieht natürlich schon, die Top-Spieler haben sich natürlich schon alles Mögliche an Legis geholt und auch schon Legi-Steine und sowas alles reingepackt. Deswegen, die Leute sind hier gut am Start. Mr. Mime, Mr. Mime, ja, hier am Start. Der Capso, Grüße gehen raus, ist hier momentan so mit Abstand der Spieler, der hier die besten Stats hat. Und das als Battle Mage kommt natürlich mit den Leveln nicht ganz hinterher, weil Battle Mage und so Dungeons schwierig, aber hält sich hier sehr, 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 sehr gut. Wir können das Ganze ja mal kurz in den Webshop-Statistiken nachsehen, wie es hier momentan so aussieht auf EU20, damit wir da einen kleinen besseren Überblick haben. Also wir haben hier ein paar 350er schon am Start. Die ersten gehen hier schon in die Dungeon-Pause rein. Das ist natürlich schon ja, für so eine kurze Zeit nach Serverstart relativ beachtlich, muss man wirklich so sagen. Und ja, wenn wir hier Hauptattribut und Ausdauer, also die Total Stats, nehmen, dann sehen wir hier, dass Capso wirklich hier mit Abstand auf Platz 1 momentan gerade ist von den Stats her. Also der gibt richtig, richtig Gas hier auf dem Server. Was natürlich ganz cool ist, vor allen Dingen hält die Fahne hoch für Battle Mages, ist immer sehr, sehr geil. Zusammen mit Schafe hier, ja, auch als Battle Mage. Und das feiere ich immer sehr, wenn halt die Klasse auch weit oben steht. Gerade zum Serverstart ist das natürlich immer mit der Klasse ein bisschen schwierig, ne? Genau, ansonsten haben die Leute hier natürlich nach wie vor gut gepusht und wenn wir das Ganze jetzt mal nach Gilden sortieren, dann sehen wir jetzt auch, dass wir hier Imbiss auf der 1 noch haben, Freedom 2, Gem-Miners 3, World Guard 4 und Mos Eisley auf der 5. Evil Returns holt tatsächlich auch noch ein bisschen auf, waren vorher glaube ich auf der 7, sind auf der 6, also auch hier an der Stelle GZ an die Gilde von Gorgos, die machen hier auch wirklich, ja, macht hier wirklich alle Ehre, muss man sagen, auf dem Server. Und genau, wenn wir jetzt mal schauen, hier in der Gilden-Ehrenhalle, dann sehen wir auch, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen hier auch gefestigt hat, denn die Gilden sind jetzt mit der Raid-Phase durch und haben jetzt quasi geswitcht auf die Gildenangriffe. Ne? Das war ja ein bisschen, ja, bisher standen hier halt die Gilden oben, die genau hier solche Raids hatten und aber Angriffe en masse gemacht haben und dadurch halt eben auf der 1 waren. Ne? Die werden aber natürlich abgelöst, sobald die Top-Gilden mit den Raids durch sind. Das ist jetzt der Fall und dementsprechend stehen die dann auch oben. Hier zum Beispiel eine Gilde, die hat noch 0 Raids gemacht. Ne? Das ist auch krass. Gar kein Plan, was da abgeht hier innerhalb der Gilde. Ne? Aber das wird denen teuer zu stehen kommen auf jeden Fall. Deswegen die Gilden hier auf jeden Fall jetzt nach wie vor gut am Start. Evil Returns sogar hier in der Ehrenhalle auf Platz 4. Ne? Mal gucken, ob sich das dann so halten wird und ja, ob sich das so festigt, denn in der Webshop-Ehrenhalle haben wir ja gesehen, dass vom Durchschnittslevel her noch Gilden vor Evil Returns gewesen sind. Ja, wir haben jetzt hier auf dem Server mittlerweile 84, fast 85.000 Spieler, was richtig, richtig stark ist jetzt mittlerweile. Also das letzte Mal, als ich hier drauf geschaut hatte, war glaube ich vor einer Woche oder so, da waren es um die, ich weiß gar nicht, 50, 60.000. Also hier kommen täglich immer noch Tausende von Spielern hinzu. Obwohl der Server wirklich jetzt schon ein paar Wochen alt ist, kommen hier täglich Tausende neue Spieler dazu. Und die Spieler, die jetzt hier hinzukommen, das sind halt wirklich jetzt wahrscheinlich keine Spieler, die jetzt so mal vielleicht reinschnuppern oder so, sondern die jetzt vielleicht sich vorgenommen haben, okay, ey, es kommt zwar jetzt bald EU21, aber ich entscheide mich trotzdem auf EU20 hier zu gehen, weil der Server einfach stärker ist. Die werden wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen längerfristig hier auf dem Server bleiben. Gehe ich mal so von aus. Muss nicht sein, aber das ja, zeigt mir auf jeden Fall, dass der Server hier nach wie vor sehr beliebt ist, wenn hier immer wieder neue Spieler hier raufkommen. Und ich kann euch auch wärmstens empfehlen, wenn ihr euch jetzt entscheiden wollt zwischen EU21 und EU20, wo soll ich jetzt spielen,
Wenn ihr natürlich wollt, direkt beim Serverstart immer mit dabei zu sein, dann gut, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als EU21 zu nehmen. Aber ansonsten würde ich euch raten, hier auf EU20 vielleicht noch sich einen Account zu machen, denn der Server wird wahrscheinlich langfristig ziemlich stark werden und nicht so schnell in die Inaktivität geraten, wie zum Beispiel andere Server, die jetzt keine Jubiläumsserver sind. Ne? Und deswegen diese Rundenserver, die sind immer schon sehr, sehr beliebt gewesen innerhalb der Community. Es sind meistens Event-Server, wo bestimmte Events immer so am Start sind und ja, alleine die Zahl macht schon einiges aus bei den Spielern, dass sie halt sich sagen, okay, auf den Server ziehe ich halt eben durch. Deswegen da auf jeden Fall mein Ratschlag, wenn ihr einen Server haben wollt, der noch längere Zeit ziemlich aktiv und belebt ist, dann fangt auf jeden Fall auf EU20 an und lasst 21 stehen, wenn ihr beim Serverstart direkt von Anfang an dabei sein wollt. Gut, dann macht natürlich dann EU21 mehr Sinn, ist ja ganz klar, aber ich glaube nicht, dass der nächste Server an die Zahlen rankommen wird, die jetzt hier EU20 vorgelegt hat. Viele haben auf dem Server hier gewartet und dementsprechend sind hier halt auch schon viele Spieler am Start. Und ja, die Spieleranzahl zeigt auf jeden Fall auf, dass hier halt eben nach wie vor noch sehr viel Beliebtheit herrscht auf dem Server. Und deswegen, go for it. Ja, ich werde hier auf EU20 noch einen kleinen Moment bleiben auf jeden Fall. Ich habe mich ja jetzt auch neu equipped, bin hier auch durch mit dem LD soweit und jetzt warte ich nur noch darauf, dass wir ein bisschen Glück haben mit den orangen Edelsteinen, dass wir da irgendwie rankommen, dass wir uns da nochmal ein bisschen neue Steine holen und dann ja, werden wir nochmal einen ordentlichen Damage Boost haben. Haben hier jetzt nochmal das Dämonenportal gewone-shottet nebenbei einfach, ja, es hatte 100% gehabt, einfach gewone-shottet, ist natürlich auch sehr nice. Das neue Equipment macht sich definitiv bemerkbar. Der Gladiator baut jetzt gerade auf Stufe 10 aus und dann wird es auf jeden Fall auch wieder Zeit, mal in den Dungeon zu gehen, nachdem wir uns dann hier ein paar orange Gems geholt haben. Ja, mal gucken, da brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen Glück. Und dann mal sehen, ob das klappt. Werde ich vielleicht am Wochenende schauen, ob ich Zeit habe zum Festungsevent, dass man sich dann vielleicht dann da die Steine dann einverleibt, ne? Die legendären Steine, auf die man so angewiesen ist. Ne? Deswegen, ja, es macht noch Spaß. Innerhalb der Gilde ist auch alles tippitoppi so. Ne? Macht mir sehr viel Spaß, hier in der Gilde noch zu spielen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bleiben werde, ne? Also wie lange ich auf EU20 bleiben werde. Aber ich werde definitiv noch ein bisschen den Progress auf dem Server hier verfolgen, weil der dann doch sehr interessant ist, finde ich persönlich. Und solange das der Fall ist und ich hier noch weiter den Server noch ein bisschen in Beobachtung halte, werde ich natürlich auch weiter hier noch ein bisschen passiv spielen. Ne? Und ja, deswegen das erstmal soweit mein Statusbericht zu EU20 und wie es hier momentan aussieht. Ne? Ja, wir hatten jetzt am Wochenende gut gepusht hier auf dem Server. Jetzt sind wir halt eben an einem Punkt angelangt, wo wir erstmal wieder warten müssen auf den nächsten Damage Spike. Wir hatten jetzt unseren ersten Spike gehabt durch das Equipment, jetzt brauchen wir den zweiten Spike durch die Steine und der dritte kommt dann jetzt halt eben durch ja, ein paar Dämonenportale besiegen plus nochmal den Gladi vielleicht ein bisschen höher ziehen und das dann in Kombination sollte dann dafür sorgen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen weiterkommen werden. Ne? Ja, ich denke mal bis 300 werde ich hier so oder so spielen, weil ich habe mir hier noch so ein kleines Side-Projekt noch ausgedacht, dass man zum Beispiel ja, sagt, ab Stufe 300 knall ich hier die ganzen Habitate durch, weil die Habitate bei den Pets natürlich levelgebunden sind im Vergleich zu den normalen Dungeons, die halt eben nicht an das Level ja, gebunden sind hier so, ne? Also die sind halt statisch hier und die XP hier draus, die ist halt variabel und deswegen, je höher man ist, umso mehr XP bekommt man, wenn man Habitate besiegt. Deswegen wollte ich mal gar keine Habitate knallen hier und deswegen bis 300 warten und dann mal einfach dann gucken, wie weit ich dann komme bei den Pets, ne? Beziehungsweise wie viel XP mir dann die Habitatkämpfe geben auf Stufe 300 und was mir das dann am Ende des Tages gebracht hat. Ne? Das ist so ein kleines Zeitprojekt, was ich hier auf dem Server noch verfolge, deswegen, ich denke mal bis 300 werde ich hier dann so oder so spielen. Und dann mal gucken, wie dann so der Stand der Dinge ist. Ja, ansonsten war es das soweit von mir. Und EU20, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr krasser Server und bricht auf jeden Fall nicht so schnell ein. Deswegen, ja, meine Empfehlung geht da definitiv raus. Ansonsten,
Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.